So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich vom CityBit 11 PH Drachennest. Mein Name ist XX Bluestrick. Und zwar möchte ich heute gerne mit euch zusammen ein Lagerfeuer bauen, das mit Rüstungsständern funktioniert. Vom Prinzip her ist es eigentlich relativ simpel. Das Problem ist nur, dass auf Griefer Games die Rüstungsständer halt so drinne sind, dass sie sich halt nicht bewegen können. Beziehungsweise in einem normalen Singleplayer-Modus würde ein Rüstungsständer zum Beispiel von einem Block runterfallen, wenn dieser Block verschwindet. Passiert hier in diesem Fall leider nicht. Also, wir brauchen ein Loch, 2 mal 3 und 2 tief. Mehr brauchen wir gar nicht. Dann setzen wir das Bett einmal so rein. Dann brauchen wir Bruchsteinmauern. Die Bruchsteinmauern setzen wir einmal hier, hier und hier hin. Und ein Wassereimer kommt dann in die Ecke rein. Dann machen wir das Loch hier oben einmal zu, weil den Teil brauchen wir nicht mehr. Gut, dann setze ich einen Block hier hin. Ne, einen weiter nach hinten. Oder? Ne, doch, das geht. So, dann brauche ich die Kolben, Rüstungsständer und einen Knopf. Ich setze dann einmal hier den Kolben hin und hier einmal den Knopf. So, dann fangen wir an. Einen Rüstungsständer so hinsetzen und dann einmal so. Ja, genau so nicht, aber geht ran. Dann drücken wir den rein, gehen einmal ein bisschen seitlich hier ran, stellen noch einen Rüstungsständer so ran, schieben ihn dahin. Gut, dann einmal so den Rüstungsständer, dass er auch schön parallel steht. Und einmal den Rüstungsständer so. Natürlich jetzt ohne Rüstungsständer in der Hand. So. Dann gucken wir uns einmal ganz kurz von oben an. Sieht eigentlich doch schon mal ganz gut aus. Dann muss ich den hier weghauen. Den können wir auch abbauen. Und den Knopf. Gut. Dann stelle ich einen Werfer, wollte ich gerade schon sagen, Kolben, hier hin. Und einmal den Knopf. Dann drücken wir den einmal so rein. Jetzt ist ganz wichtig und entscheidend, dass wir die Rüstungsständer erst runterdrücken. Um sie runterzudrücken, müssen wir jetzt quasi normale Blöcke benutzen. Und davon sollte man auch gleich direkt ein paar mehr mit haben. Dann einmal, natürlich sollte das auch gleich von Anhieb funktionieren. Ach ja. So, das sollte schon reichen. Einmal den Knopf hier nebensetzen und runterdrücken. Gut. Dann bauen wir das Ganze wieder ab. Hoppla. So. Dann müssen wir den hier in diese Ecke reinkriegen. Bedeutet, wir stellen hier einmal einen Kolben hin, schieben den einmal rüber und dann stellen wir hier zwei Kolben hin. Einmal hier irgendwie mit Blöcken verbinden. Zack, zack. So haben wir schon eigentlich unsere Rüstungsständer so gut wie fast in der richtigen Position. Sie müssten jetzt in der Theorie jetzt nur noch ein Stück runter. So. Aber um das zu machen, müssen wir jetzt hier dieses Sound-Element wegnehmen. Im Prinzip eigentlich nur einmal so und den Lava-Eimer reinsetzen. Schon mal. Dann gehen wir einmal nach oben. Und setzen einmal hier quasi so im Block die Kolben einmal hin. So. Dann einmal hier nochmal Erde hinschmeißen. Und dann drücken wir den einmal runter. Und da sehen wir schon, der erste Kolben
beziehungsweise der erste Rüstungsständer wurde jetzt runtergedrückt mit allen zusammen und sie fangen schon mal an zu brennen. Hier sehen wir selber, die sind noch nicht ganz nach unten angekommen. Darum müssen wir einmal alle Grasblöcke einmal runtersetzen. Was wir natürlich auch noch eben machen müssen, sind die hier abbauen. Sonst funktioniert das gar nicht. So, das Ganze hier machen wir jetzt einmal hier in der Runde. Und drücken die Grasblöcke einfach runter. So, wir sehen das Feuer hier spektakulär durch den Rasen und schon brennen. Also wir sind auf dem richtigen Weg. So, zum Beispiel bei Grasblöcken haben wir das Problem, wenn wir da jetzt einen Block zwischensetzen, kann das passieren, dass im Griefer Game zum Beispiel relativ schnell dieser Grasblock zur Erde wird. Wenn dieser Erdblock schon nach unten gedrückt wurde, wächst er nicht mehr. Nicht bei Rüstungsständern. Um das zu verhindern, nehmen wir einfach Zäune. Weil Zäune sorgen dafür, dass Grasblöcke zum Beispiel nicht zur Erde werden, wenn man da einen Block draufsetzt. Und dann machen wir das gleiche Spiel noch einmal. Wir drücken jetzt jeden einzelnen runter. Und bauen dabei auch nochmal eben die Blöcke ab. Beziehungsweise gleich die Mauer. Nur um sicher zu gehen, dass es doch nicht irgendwie doch zuwachsen sollte, was ich aber sehr stark bezweifle. So. Und im Prinzip habe ich so dieses Lagerfeuer jetzt schon fertig gemacht. So. Aber wie ihr im Inventar schon eventuell gesehen habt, habe ich hier auch noch Redstone, Redstone-Verstärker und einen Werfer. Mit diesem Material könntet ihr zum Beispiel nochmal ganz spontan hier so eine kleine, ja, quasi, kann man am besten sagen, ein Lagerfeuer setzen, das ihr an- und ausmachen könnt, so wie euch beliebt. Dazu setzt ihr den Werfer einfach hier hin, einmal den Lava-Eimer reinsetzen, dann macht ihr dieses Loch hier wieder zu, dann einmal den Redstone-Verstärker, ganz simples Ding, zack, einmal Redstone, Loch zumachen und den Knopf hier oben raufsetzen und brennen lassen. Ganz einfaches Prinzip. Und um das einmal ganz kurz zu zeigen, ich habe auf meinem eigenen Grundstück das ebenfalls gemacht. Dann habe ich über einen guten Kollegen damals bemerkt, dass Rüstungsständer im PvE-Modus zerstörbar sind. Das kann man natürlich verhindern, indem man Barriers rumsetzt. Das heißt, wenn ihr Barrieren rumsetzt oder Glas oder was auch immer, was euch beliebt, müsst ihr natürlich aufpassen. Die Barriers könnt ihr nämlich nicht mit Kolben schieben. Könnt ihr aber trotzdem mit anderem Material oder irgendwie, was euch beliebt, dafür sorgen, dass, wenn ihr den PvE-Modus auf eurem Grundstück anhabt, dass niemand diese Rüstungsstände abbauen kann. Das war es dann von meinem kleinen Erklärvideo fürs Lagerfeuer. Ist relativ simpel und leicht gehandhabt. Sollte eigentlich gut jeder hinkriegen. Viel Material braucht ihr dafür nicht. Wie gesagt, Bruchsteinmauern, Redstone vielleicht, Verstärker, ein paar Blöcke zum Setzen, die Kolben nicht vergessen. Und ja, das war dann alles. Viel Spaß mit eurem Lagerfeuer.